Filmemacher Justin Peach zu Besuch in seiner zweiten Heimat Nepal. 2009 begleitet er hier zum ersten Mal den 10-jährigen Sonu und seine Freunde mit der Kamera. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa produziert der Mainzer die bewegende Doku Kleine Wölfe. Im Film erlebt man hautnah mit, wie der drogensüchtige Junge den Alltag erlebt. 10 Jahre später trifft der Filmemacher Sonu wieder. Es entsteht die zweite Doku Streetline. Sonu hat inzwischen eine kleine Tochter, Sona. Nur von den Drogen kommt er noch immer nicht weg. Justin Peach kümmert sich, gründet den Verein Kleine Wölfe e.V. Mit Spendengeldern finanziert der Verein Sonu eine Entziehungskur. Zudem unterstützt er die Schulausbildung von nepalesischen Kindern. Ja, und ich freue mich, dass Justin Peach jetzt mein Gast ist. Wir haben vor einigen Jahren schon nach der zweiten Doku miteinander gesprochen. Wie war es denn jetzt für Sie, wieder zurückzukehren nach Nepal? Ja, war toll. Also dazwischen waren jetzt 4 Jahre, auch Corona. Und ja, war einfach wieder zurückzukommen, so in zweite Heimat oder so. War schön, alle wieder zu sehen. Und wir haben ja gerade im Film angedeutet bekommen, Sonu hat in den letzten 4 Jahren tatsächlich auch diese Entziehungskur gemacht. Wie geht's ihm denn heute? Ja, ist ein Wunder. Ja. Also er lebt, es geht ihm gut, er ist clean. Hat auch so, glaube ich, verstanden, dass er eine zweite Chance gekriegt hat, glaube ich. Und ja, ist jetzt auf einem guten Weg. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Hat er einen Job? Ist er da irgendwie regelmäßiges Einkommen, wenn man davon überhaupt sprechen kann? Ja, er ist mit seinem Schwager jetzt, geht er als Maler auf Baustellen und arbeitet. Ich war auch dabei, im Oktober letztes Jahr war ich dabei und habe mir das angeschaut. Er hat echt ein Talent, also er kann echt gut malen. Und ist es auch so, dass vielleicht durch seine Tochter er jetzt ein Stück weit Verantwortungsgefühl bekommen hat, erwachsen zu werden und zu bleiben? Ja, er liebt seine Tochter, er liebt seine Familie, er ist ein super Papa. Und klar, er hat da Verantwortung und das hat er jetzt auch verstanden. Ne? Was ja verrückt ist eigentlich ein Stück weit, wenn man das so sagen darf. Sie kennen ihn jetzt seit 14 Jahren, haben ihn intensiv begleitet, nach 10 Jahren dann wiederentdeckt und die Beziehung ist ja gewachsen. Was sind Sie für Sonu? Ist das so eine Art Mentor oder schon eher Papa? Ich weiß nicht, in Nepal gibt es so großer Bruder, kleiner Bruder, Bai und Dai. Und ich bin sein großer Bruder, glaube ich. So, ja. Und ich kann ihm dann auch manchmal so ein bisschen auf die Finger hauen. Aber eigentlich ist es ja, wie so ein großer Bruder. Ich habe auch einen großen Bruder. Ja. Ich tue mich nur sehr schwer, den um Rat zu fragen. Wie ist es bei Sonu? Macht er das ab und zu? Meldet er sich? Ja, wir sind im Kontakt. Also es ist heutzutage mit Facebook und Videocalls. Also wir quatschen da fast einmal die Woche. Und ja, befragt. Und 2020 ist ja dann auch noch der Verein Kleine Wölfe entstanden, angelehnt an den Titel der ersten Dokumentation. Wie groß ist dieser Verein mittlerweile geworden? Ist er immer noch klein, aber oho, oder? Ja, nee, wir sind ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Also es gibt ganz viele Förderer und Leute, die den Film gesehen haben, die uns dann helfen oder spenden. Und genau, auf kleinewölfe.de kann man sich das mal anschauen, was wir machen. Und ja, wir sind ein kleiner Verein, aber wir machen viel. Was heißt das denn konkret? Naja, wir haben jetzt 10 Schulpatenschaften von allen Kindern aus den Filmen und noch mehr. Und jedes Jahr kommen mehr Kinder dazu. Und wir haben ja die 2 Jungs jetzt quasi die Entzugsklinik bezahlt. Ja, und auch hier in Deutschland gehen wir an Schulen und zeigen halt ein bisschen die Dokus und erzählen halt über die Welt. Wie wird das angenommen? Wie neugierig sind die Kinder hier in Deutschland auf das Schicksal von Gleichaltrigen dort in Nepal? Ja, ich versuche das immer so ohne Moralkeule zu kommen, aber erzähl dann, hey, wir sind hier in einer warmen Schule und gucken einen Film auf dem Beamer und ja, wir haben alle Chancen hier vielleicht. Also was sagen die Kids dann hier? Ja, die sind dann erstmal sprachlos und gucken sich das an und okay, vielleicht kapieren sie es. Ja. Was stellen die für Fragen? Naja, im Prinzip, ja, wie habe ich mit den, also sie reden auch über den Film, natürlich, aber im Prinzip fragen die, ja, ich glaube, die sehen, wie die Welt ist, ein bisschen, ja, okay. Ein bisschen außerhalb. Und wie einfach ist es jetzt von hier aus in Deutschland, die ganze Hilfe in Nepal zu organisieren? Was sind eure Anlaufstellen dort, eure Partner, die dann auch helfen, das, was ihr hier
zusammentragt, auch an Spenden dort sinnvoll zu investieren. Ja, es geht nur, wir haben eine Sozialarbeiterin dort, Rito, und ohne sie würde das gar nicht gehen. Sie ist da vor Ort, hat auch mehrere Mitarbeiter, die gehen dann an die Schulen, gucken dann bei den Familien immer nach. Jetzt in der Corona-Zeit war es schwer, sind ja Tagelöhner, und dann mussten die dann auch vor Ort immer gucken. Und die Sozialarbeiterin wird dann auch von euch ein Stück weit finanziert? Ja, ja. Das heißt, die hat auch dank euch einen festen Job? Ja, genau. Also sie hat schon auch vorher dort gearbeitet in so einem Waisenhaus, und jetzt hat dann bei uns mit angefangen. Und ja, also ohne die Rito wird es nicht gehen. Sie sind ja Filmemacher. Ja. Das heißt doch mit Sicherheit, aller guten Dinge sind 3. Wo 2 Dokus waren, muss doch jetzt vielleicht schon eine Idee im Kopf sein, wann eventuell eine 3. Doku Sinn machen würde. Ja, ich denke auch. Also so eine Trilogie wäre schon schön. Ja, auch vielleicht der ganze Kreislauf, also alle 10 Jahre, wenn jetzt die Sona dann so alt ist wie ihr Papa damals auf der Straße, und man sieht aber dann die Entwicklung, dass sie halt den Teufelskreis vielleicht durchbrochen hat. Ich glaube, das würde schon tragen für einen ganzen Film. Aber wir sind dran, wir gucken, und ja, ich bin Kameramann, ich werde immer eine Kamera dabei haben. Das heißt, es wird jetzt auch schon Material gesammelt auf Festplatten, um im Zweifelsfall auch die Doku dann tatsächlich machen zu können? Also jetzt im Oktober hatte ich wirklich keine Kamera, also keine Videokamera, ich habe nur Fotos gemacht. Aber ja, ich denke, wir werden da aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Wir werden immer gucken. Vielleicht ein kurzer Satz zum Schluss. Was lernen Sie von den Menschen in Nepal? Mich hat es ziemlich geerdet. Also ich bin auch Papa von 2 Kindern. Mich hat es ziemlich demütig gemacht oder dankbar gemacht, so wie gut es uns hier geht. Also das kann man immer nur wieder vielleicht laut sagen. Ja. Dann kann ich nur ganz herzlich Danke sagen für das Engagement und auch für den Besuch und das spannende Erzählen hier in der Landesschau Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, Justin Peach. Kleinewölfe.de. Kleinewölfe.de, genau.